Es ist 12 Meter lang. Hier ist Thomas. Er wohnt in Afrika, wenn es in Deutschland kalt wird, hat er gesagt. Ja, du bist praktisch Saisontourist oder Bewohner in Afrika. Wo ganz genau? In Zimbabwe, in Harare. In Harare. Und da sagen die, wie nennen die dich? Father Christmas. Father Christmas, ja. Ja, oder ein Weihnachtsmann oder was auch immer. Also graue Haare sind in Afrika relativ cool. Warte, ich zeige das mal gerade. Da ist Unikat, 40 Jahre gibt es euch jetzt schon. Ja. Und das Ganze ist sensationell. Ein 12 Meter Auto dahinter. Normal heißt es ja so kurz wie nötig. Aber hier war es nötig, denn allein 3 Stockbetten sind drin. Ja, ist für eine ganze Familie und die brauchen Platz. Sonst geht man sich im Laufe der Zeit sehr auf die Nerven. Das ist ein Kundenfahrzeug, ja? Das ist ein Kundenfahrzeug, genau. Was ist das für ein Baujahr hier? Bitte? Das Baujahr hier von dem Auto? Das ist nagelneu. Nagelneu? Nagelneu. Es hat eine Reise hinter sich, also aber dieses Jahr ausgeliefert. Also quasi eingefahren. Die Kinderkrankheiten ausgemerzt. So, da kommen wir kurz mit. Wir gucken uns hier mal von vorne an. Da steht MAN drauf, ist auch MAN drin. Es sind 6 angetriebene Räder, nehme ich an, oder? 6 angetriebene Räder und 4 davon gelenkt. 4 davon gelenkt? Genau, Hinterachslenkung. Die Hinterachslenkung. Das heißt, der ist so wendig wie ein 10-Meter? Jein. Er ist sehr wendig, das auf jeden Fall, ja. Ja, guck ein bisschen raus. Das Ganze hat natürlich Anfahrschutz an allen Seiten, wie du hier siehst. Es ist massiv ausgebaut. Ihr seid eine Manufaktur, ihr baut nur Reisemobile, oder? Ausschließlich. Ausschließlich. Eventuell auch Fahrzeuge für Firmen. Haben wir einige gebaut, alles Individualanfertigungen. Und das ist ein spezielles Fahrzeug, damit kannst du um die ganze Welt fahren. Das Thema AdBlue-Abschaltung, habe ich jetzt gehört, ist sogar erlaubt, dass man es in Deutschland schon deaktiviert, in die Fähre fährt und dann an den Ort geht. Gibt es Städte oder Länder, wo es kein AdBlue gibt? Ja, es ist zum Teil schon sehr schwierig, AdBlue zu kriegen. Und es ist dann notwendig, dass man es abschalten kann. Das geht aber, also das heißt, ihr habt Möglichkeiten? Ja, klar, das kann man machen. So, obendrauf kannst du was noch transportieren. Was haben wir denn für eine Höhe bei dem Fahrzeug? Das dürften so um die 3,70 Meter sein. Also nicht zu hoch, das ist ja ganz wichtig, oder? Ja, je niedriger, desto besser, aber man will natürlich innen auch bequeme Stehhöhe haben. So, und alle können in der Kabine mitfahren. Das sieht aus wie ein Feuerwehrauto fast, wo 6 Leute... Ist das hier Basis, ist das Baustelle Feuerwehr oder was kann man sagen? Letztlich ist es dieselbe Kabine wie Feuerwehrfahrzeuge. Und wichtig ist, dass alle Menschen, alle Mitfahrer in der Kabine sitzen, denn im Gelände sieht man sonst nicht, wenn sich jemand verletzt oder... Ist ja auch so, die könnten theoretisch hinten sitzen, aber das Ganze ist ja komplett entkoppelt. Das heißt, also hier vorne das Fahrerhaus bewegt sich unabhängig vom Aufbau. Wenn irgendwie eine entsprechende Verbindung kommt, das macht dem gar nichts, oder? Nein, wir haben einen Durchgang, der hängt am Falten, also das ist ein Faltenbalg, das sieht man hier. Und dieser Durchgang kann sich bei einer extremen Verschränkung durchaus verkleinern. Das ist so, der kann ein bisschen kleiner werden, aber dann deutlich kleiner. Dann geht man ja im Zweifel nicht mehr durch. Ja? Nein, da ist es. Nein. So, Sandra, hi. Du gehst ein bisschen unter neben dem Auto, muss ich sagen, denn 12 Meter, das ist eins der längsten Fahrzeuge hier auf der Abenteuer Allrad. Normal sind Offroad-Fahrzeuge nicht so lang, aber hier war es notwendig, weil eine ganze Familie drin wohnt, das habe ich schon erfahren. Und das sehen wir dann noch Stockbetten. Ein besonderes Augenmerk, hier kann man auch mal sehen, die handwerkliche Fertigungskunst, die ihr habt, ist allein schon die Stufe, die drin ist, denn hier hast du eine Absturzsicherung. Oder? Das heißt, ich kann hier nicht abstürzen, wenn ich oben drauf bin? Nun, wenn man zu hat und raussteigt, dann fällt man runter. Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Ist so, aber wenn die Treppe hochgefahren ist, dient sie zeitgleich dann auch als Tritt, oder? Nee, die Treppe ist so konstruiert, dass sie auch bei geschlossener Tür drunten sein kann, draußen sein kann. Das geht auch? Ja. So, das heißt, es geht hier drunter. Wenn du uns das einmal zeigst, bitte. Gern. So, und das hier vorne, da ist der Schalter, auch das. Ein bisschen anders wie bei den anderen. Das sieht aus wie Hydraulik. Allein die Treppe ist schon ein kleines Kunstwerk. Ja, da muss ich an eine Yacht denken. Das ist doch, erinnerst du dich an die Boot? Das ist doch ein Yachtboden. So, er hat mal die Treppe aktiviert, die waren ein bisschen abgeschaltet hier und dann siehst du schon, also hier oben war praktisch der Rausfahrschutz, dann kannst du nicht abstürzen und der faltet sich dann nach unten und jetzt geht die Treppe runter. Boah, ist das ein Kunstwerk, oder? Das ist sauberes Engineering. Sauberes Engineering. Und jetzt geht die Tür gut zu, oder? Ja, die Tür kann man jetzt zumachen. So, auch hier. Boah, ist das ein Klang, wenn du machst. Das Ganze so Riegeltechnik fast wie ein Container, oder? Das ist eine sehr sichere Verriegelung, 3-Punkt-Verriegelung.
So, und jetzt hast du die Optik, die Treppe ist jetzt draußen und bitte mal öffnen. Und Thomas, wenn du so lieb bist und die nochmal hochfährst, ja, dann, ich könnte das irgendwie am Tag 10-mal machen, weil allein das ist schon, ich dir hingucke, oder? Das ist saubere Ingenieursarbeit, ja. Ich krieg nicht mehr aus ihm raus. Ja, er sagt saubere Ingenieursarbeit, da ist es ja. So, der ist exakt auf Kundenwunsch gebaut worden, nehme ich an, oder? Ja, wir bauen alle Autos auf Kundenwunsch. Also ich kann genau sagen, was ich gerne hätte. Ich habe zum Beispiel 3 Kinder. Gut, es gibt vernünftige Grundrisse und weniger vernünftige. Also es kommen ja manche Kunden mit einem eigenen Grundriss. Aber nach unserer Erfahrung ist dieser Grundriss, den wir haben, der geeignetste. Wegen Gewichtsverteilung, wegen Raumgefühl. Also es sind sehr viele Aspekte zu beachten für das Auto. Thomas, komm, wir gehen mal einen Schritt zurück und lassen mal die Sandra hier und filmen mal das Auto von ganz hinten. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, dass man einfach mal sieht, komm mal ruhig mal neben mich hier, Thomas, denn das ist ein großes Fahrzeug. Ja, also länger als 12 Meter darf man nicht, kann man nicht. Breiter als 2,55 auch nicht. Und in der Höhe sind wir auch relativ nah an der Grenze. Da wären die 4 Meter die Grenze. Ja, trotzdem habt ihr noch einen einigermaßen guten Rampenwinkel, wenn man davon sprechen kann. Denn ja, ich sag mal, so eine Steigung rauf und runter zu fahren, da geht es ja alles drum. Ein bisschen was kann er noch, oder? Ja, im Gelände kann man natürlich den Unterfahrschutz wegklappen. Dann verbessert sich der Rampenwinkel nochmal. Deswegen haben wir auch die Heckschräge, damit der Rampenwinkel verbessert wird. So, auch hier oben ist natürlich das Ersatzrad. Das wiegt auch einiges. Was wiegt das, eine Vierteltonne? Nee, das Ersatzrad um die 160 Kilo. 160 Kilo. Und das kannst du quasi hier über das Parallelogramm kannst du es runterfahren? Das ist ein Reserveradlift, der klappt per Seilwinde nach unten. Gott, total spannend. Also die Optik allein finde ich sensationell. Und was ich cool finde, ist die Rückfahrkamera. Die habt ihr so ein bisschen nach hinten verlegt. Ja, sonst sieht die Rückfahrkamera nur die Fahrräder. Du bist ein cooler Typ. So, Fahrräder habt ihr 4 Stück hier drin. Das heißt, die sind oben drauf auch noch 5. Genau. Auch noch auf einer Höhe, wo man nicht so gut rankommt. Ja, ja gut, wenn man das Ding runterfährt, dann ist das Fahrrad ganz bequem abzunehmen. Diebe meine ich. Die Diebe, die tun sich hart. Hatte ich aber schon während meiner Reisen, die sind da hinten rumgeklettert. Aber es ist dann doch auffällig. Sicher auch ein Motorrad da transportieren, oder? Ja, die Schiene, die man ganz rechts hier sieht, die ist eigentlich für Motorrad gedacht. Warte, ich zeig's mal gerade, dass wir den mal sehen. So sieht das Ganze von hinten aus. Dann habt ihr noch was ist da oben für ein Aggregat? Kühlung? Das sind Klimaanlagen. Habe ich ja schon gedacht. Da sind die oben, da drunter, oben drauf Solar. Ihr habt jede Menge. Jeder Quadratzentimeter ist für Solar genutzt. Was ist ungefähr drin an Solarleistung? Deutlich über 2 Kilowatt. So, 2 kW, die man natürlich in Afrika auch gut erreicht, oder? Ja, nicht nur in Afrika. So. Wir hatten früher sehr viele Generatoren verbaut, machen wir inzwischen kaum mehr, weil die Solaranlagen gut genug sind und für den Stromverbrauch wirklich ausreichend. So, der Lack, bitte sag mir was über den Lack, weil der sieht so schön aus. Ist die Kabine aus GFK? Die Kabine ist GFK, ist ein 2-Komponenten-Lack. Oh, die ist super glatt, weil das GFK ist ja normal. Ich nehme an, ihr habt das vorher nochmal gespachtelt, oder wie habt ihr das gemacht? Gut, es geht natürlich zum professionellen Lackierer. So, und dann sieht das so aus später. Wenn der Lackierer gut ist, sieht es so aus, ja. Boah, da kann ich mich fast drin spiegeln. Er ist echt gut gemacht. Und du siehst natürlich sehr, sehr schön das Ganze. Ja, wenn du mir mal kurz erklärst, das heißt, hinten hier die Achse, die kannst du lenken? Genau, die letzte Achse wird abhängig vom Lenkeinschlag vorne nachgeführt. Und zwar in Gegenrichtung. Es sitzt unten ein Hydraulikzylinder. Genau jener. Und der bewegt die Hinterräder in Abhängigkeit des Lenkwinkels vorne. Damit das Ganze nicht so rubbelt, nehme ich an, oder? Das rubbelt dann gar nicht mehr, wenn es richtig justiert ist. Dann wird es genauso eingestellt, dass es nicht mehr rubbelt. So. Und der Lenkwinkel tatsächlich so verkürzt wird, als ob der Radstand nur erste, zweite Achse ist. So, was ist das hier für eine Federung, die hier drin ist? Also es ist auf jeden Fall ein schönes Paket, was drin ist. Aber was habt ihr verbaut? Das ist die ganz normale MAN 6x6 Hinterachsfederung. Nennt sich Boogie Axle. Sehr schön. Ja. Funktioniert. Ja, natürlich. Also kommerziell ist ein Baustellenfahrzeug. Das bedeutet hier wahrscheinlich, die werden ja oft stark überladen gefahren auf den Baustellen mit, ich sag mal, 50 Tonnen, 60 Tonnen, die drauf sind. Der kann zum Beispiel 40 Tonnen, würde er können?
Also er ist gebaut für 3x9, 26, 27 Tonnen. Wie er da steht, hat er vermutlich, ich weiß es nicht genau, 18 Tonnen, schätze ich mal. Oder Also der ist total unterfordert. ja gut, im Gelände sollte man durchaus 50% Reserven haben. Dann geht es nicht auf die Langlebigkeit. Passt. So, ich darf mal hinten reingucken in das Fach. Nein, Ist zu? ist so. Okay, nicht so schlimm. Guck mal ein andermal rein. Ist hier irgendwas an Technik noch hier drunter oder sind das Fächer, die nass werden dürfen? Ich denke, dass wir hier eine Außenküche drin haben. Okay. Die darf mal feucht werden, aber sie sollte nicht ständig unter Wasser stehen. Also wenn sie mal feucht ist. Also das ist jetzt nicht 100% dicht hier in den Kästen, oder? Nein, das ist nicht 100% dicht. Meist Gastanks oder sowas auch drin oder könnte auch sein. Es ist hauptsächlich Staukästen für Werkzeug, Ersatzteile etc. pp. So, und das ist der Grundriss. Das Ganze wird es natürlich am Rechner bei euch geplant, ausgeleitet, anschließend die Zeichnung und dann geht es in die CAD, oder? In die CNC? Nee, dann geht es in die Manufaktur. So, das heißt, ihr habt Schreinereien. Ihr macht alles selber? Wir machen so gut wie alles selber. Manche Dinge, wie zum Beispiel Schreinarbeiten, lagern wir zum Teil aus. Aber den Rest machen wir alles selbst per Hand. So, TC78 Family Suite. Wer kommt denn auf die Namen? TC steht für Terra Cross. Das ist also eine Baureihe, die sozusagen standardisiert ist. Und 78 beschreibt die Länge. 7,80 Meter Aufbau. Aufbaulänge, 7,80 Meter. Genau. So, und Gesamtlänge 12 Meter. Gut abhängig von der Kabine, die man drauf hat. Das ist jetzt eine Doppelkabine. Und mit der Doppelkabine gibt es 87 Meter, mit dem Heckaufbau Gesamtlänge von 12 Meter. So, was natürlich schön ist, sind hier die 3 Fenster. Also da kriegt man so unglaublich viel Lust mitzufahren als Kind. Also Sein eigenes Fenster, ganz klar. toll, ich bin mal gespannt. Ja, wir gehen am besten mal rein, schauen uns das Ganze mal an. Und das schöne Fahrzeug hier hat jetzt die Treppe, die wir noch mal brauchen. Ich könnte da stundenlang zugucken. Die muss jetzt gedrückt sein, oder? Man hält die gedrückt zum Man Runterfahren. hält die gedrückt aus Sicherheitsgründen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist Premium. Ja, wir haben ganz viele Yachten gedreht. Ungefähr, ich glaube, wir waren 5 Tage Yachten drehen in Düsseldorf. Ja. Und das hier erinnert mich sehr an eine schöne Luxusjacht, oder? Ja, hat durchaus Charakter. So. Also auch viele Bauteile, die wir verwenden, werden auch im Yachtbau verwendet. Also hier findet man kaum Wohnmobil-Elemente, sondern eher aus dem Yachtbau. Ja, ich sehe schon die ganzen Schließungen zum Beispiel von den. Zum Beispiel die Türgriffe, Türschließungen etc. pp. So, die Tür baut ihr auch selber? Tür bauen wir auch selber, ganz klar. So, der Feuerlöscher am Eingang, habe ich auch vor kurzem jetzt mal gesehen. Also die war allerdings in der Stufe. Hier ist er in der Tür drin, gut gelöst. Ja, das ist ein Platz, den man drin nicht vermisst. Also wenn die Treppe dann drin oben ist, ist der Feuerlöscher unterhalb der Treppe. Gingen jetzt noch mehr Schrauben hier rein oder war das das Maximum? Sie sprechen die Unicace Vielschraubtechnik an. Also hier. Nee, das sieht alles sehr stabil aus. Schrauben hätten noch Platz, aber es ist tatsächlich jede Schraube. So, ich zeig mal, also hier komme ich sowieso nicht rein. Das sind 3-Punkt-Verriegelungen. Dann haben wir hier ein Klavierband mit drin aus Edelstahl. Das macht auch keinen Spaß. Und die Fenster sieht aus wie KCT. Nein, sind auch Eigenbau. Eigenbau. Ihr baut die Fenster selber? Wir bauen die Fenster selber. Echt? Cool. Ja. Mit So. dem GFK-Rahmen. So, die Fenster werden selber gebaut und hier siehst du auch den ganzen Übergang mit dem Stahl. Also das gefällt mir schon mal gut. Und hier sieht man viele Anleihen aus dem Schiffsbau. Hier mal kurz reingucken. Victron, ihr baut nur Victron? Wir bauen nur Victron, ja. Und überall hast du Sicherungsautomaten drin, direkt im Eingang. Ist das korrekt? Sehr diskrete Technik, weil wir sozusagen jeden Verbraucher einzeln absichern und auch Redundanz verbauen. Wir haben also mehrere Wasserpumpen, mehrere Lichtkreise, alles diskret verdrahtet. Das finde ich sehr interessant. Das bedeutet, ihr habt jetzt kein Bussystem, was komplett ausfallen kann, sondern hier geht jeder Schalter per Draht zu dem Verbraucher. Weil man so eine diskrete Verkabelung im Bus auch selbst reparieren kann. Ein Bussystem braucht man ein Busdiagnostiksystem. Hier reicht der Voltmeter. Wir werden uns gleich noch unterhalten, was du machst. Was ich auch cool finde, sind die ganzen Schalter hier an der Seite. Da hast du wahrscheinlich die Außenbeleuchtung, Treppenbeleuchtung und Co. Aber allein Desinfektion, das heißt, du kannst hier die Wassertanks desinfizieren. Ich bin beeindruckt. So, wir gehen mal hoch. Und was mir direkt mal auffällt ist,
Thomas, die Tür ist noch offen und der Sound ist weg. Ja, das ist gut gedämmt hier innen drin. Wow. Ja. Es ist ruhig. Die Tür ist noch offen. Ja, ich bin auch begeistert. Wenn man hier so reinschaut, schwenkt man darüber. Die Betten sind ja mal mega. Also, das ist perfekt für eine Familie, ne? Das ist da ist das, was wir gesehen haben in Düsseldorf, bei den kleinen Yachten, weißt du? Genau. Also wirklich, wie schon gesagt, Yachtfeeling auf Rädern. Und hier ist wahrscheinlich alles so, dass man auch feste dran rütteln kann, oder? Hier wackelt nicht so. Da darf ich mal so eine Schublade sehen, die man für mich öffnest. Oh, ist das schön. Guck mal. Sandra, guck dir mal hier den Riegel an. Bitte einmal, schau dir den mal an. Ja, das ist alles extrem massiv, ne? So, wenn man den jetzt verriegelt, Ja. Dann zieht er sich noch. und dann wird noch mal einfach beigezogen. Krass. Das heißt, der Schublade Ein Druckverschluss. ist ein sogenannter Kompressionsverschluss. Okay. Das heißt, lieb, mach nochmal auf, weil ich komme ja gar nicht drüber hinweg, dass ihr diese Einsätze hier gefertigt habt. Die habt ihr gemacht oder der Kunde? Wir nennen das pistenfeste Lagerung des Geschirrs. Ja. Deswegen kann man hier auch mit echten Gläsern rumfahren. Und da klappert auch nichts. Da klappert auch nichts. Ist eigentlich wenig Spielraum, ne? Wenn ich da mal so ein bisschen ruckel, bewegt sich fast gar nichts. Boah, ist das schön. Darf ich ja oben drüber reingucken in die Schublade? Ich könnte jetzt den ganzen Tag Schubladen gucken, weil sowas siehst du selten. Zu viel. Gut, ihr braucht ja auf Gewicht nicht zwingend zu achten hier. Nein, nicht wirklich. Interessant ist vielleicht auch noch die unteren Schubläden. Bitte. Hier Wow. mit Weingläsern. Und immer komplettes Set. Komplettes Geschirrset, genau. Das ist auch wichtig, dass der Kunde, ich sag mal, das hat wie zu Hause. Warum soll er gerade beim Essen auf gutes Geschirr verzichten? Ja, warum aus Plastik essen, wenn ich Porzellan habe? Darf ich mal ganz unten reinschauen? Klar, das sind die Weil das ist ja wie Weihnachten hier, obwohl die Leute dich ja so nennen. Alles habt ihr nochmal handgefertigt. Alle Einlässe sind... Das ist tatsächlich individuell aufs Geschirr abgestimmt. Wir bekommen also vom Kunden das Geschirr und basteln dann die Einteilung passend zum Geschirr. Wie viele Leute habt ihr in der Fertigung? Wir sind etwa 35 Mann. Boah, Hut ab. Das ist groß. Wie lange braucht es, bis so ein Mobil fertig ist? Das zum Beispiel Monate, oder? Wir sprechen da eher von nicht Jahren, aber es geht in den Jahresbereich. Okay. So Autos sind etliche 1000 Stunden, bis es fertig gebaut ist. Das sieht man dann auch am Preis wahrscheinlich. Natürlich. Darf ich dir mal eine kleine Sache zeigen? Du kennst es ja schon. Aber dass du nochmal mir kurz erklärst, ihr macht das wahrscheinlich so, weil ihr es könnt, oder? Ja gut, man braucht Gewicht, damit das Moskitonetz gespannt bleibt. Und jetzt, man kann jetzt einfach nur einen Messingbalken hinmachen oder man kann den Messingbalken noch verschönern. Ach so, damit man wieder Gewicht spart. Dann, ja. Genau, also das ist jetzt tariert, austariert. Das hat exakt berechnet, wie viel Material wir da rausnehmen. Meinst du das ernst? Nee, Quatsch. Wenn du mir mal zeigst, wie das geht mit dem Wagen. Das ist wahrscheinlich mechanisch oder elektrisch? Das ist elektrisch, aber da brauche ich irgendwo Freigabe. Sicherung muss rein. Ja. Ja, gut, ist nicht so schlimm. Kann ich mir vorstellen. Das heißt, geht von oben nach unten? Geht von oben nach unten, auch wieder von unten nach oben. Meistens. In der Regel, ja. So, und dann habt ihr auch hier Schalter, diskrete Schalter drin. Auch ganz wichtig, oder? Ja gut, also bisher verbauen wir kein Bussystem, weil wir wirklich alles im Busch-Service-gerecht haben wollen. Also man kann... absolut. Klar, Bin bei dir. Also es muss ja nicht sein. Wenn es nicht sein muss, dann genau. muss man es nicht machen. So, dann, klar, Fernseher hat man noch mit drin. Dann habt ihr hier eine Unterflurklima. Ah nee, Quatsch, ihr habt ja hinten eine Split-Klimaanlage drauf, oder? Genau, also Split-Klimaanlage mit Auslässen hier im Sitzbereich, mit Auslässen im Bettbereich für die Kinder und vermutlich genauso im Elternschlafzimmer. So, und das hier das sieht aus wie eine Kombi-Mikrowelle. Ist eine Kombi-Mikrowelle, genau. Da haben wir Kühlschrank. Kühlschrank. Massiv. Ja, ein Haushaltskühlschrank Haushaltskühlschrank, von genau. Siemens. Siemens? Ja, ich glaube ja. Liebherr. Liebherr. Also
der hat doch einen riesen Vorteil. Mach mal kurz auf. Der hat nämlich so eine Luftumwirbelung. Das heißt, er kann nicht frieren. Das ist also wie zu Hause. No Frost. No Frost. No Frost Kühlschrank. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn du auf Reisen bist. Weil das geht schneller, als du denkst. Ja, wenn man in feuchten Gebieten ist, ist es natürlich immer vorteilhaft, wenn der Kühlschrank nicht zufriert. Sehr schön. Das gleiche unten. Aber man müsste echt mal fühlen, leider kann man es nicht erfahren, aber allein wie die Türen aufgehen, das ist so massiv und stabil und richtig gut. Auch hier die Verriegelung, nochmal das gleiche System. Richtig gut. Das heißt, die kann ich im Busch nicht aufspringen. Ist das doof, wenn wir das so feiern? Also mit den Nee, also wenn man durchs Gelände fährt, wackelt sie hinten natürlich schon ganz schön. Und dann braucht man Verriegelung, die hält, was sie verspricht. Also viele Wohnmobile haben andere Verschlüsse. Zum Beispiel hier, Ja. hier auch. Hier finde ich cool, dass die Tür eigentlich so offen bleibt, wie man sie stehen hat. Ne? Weil viele gehen ja einfach hydraulisch direkt komplett auf. Und hier kann ich zum Beispiel nur so ein bisschen aufmachen und muss nicht komplett das Ding da bis nach oben. Gut, hat natürlich einen Vorteil, wenn du nur, ich sag mal, 1,68 Meter groß bist. Kommst du noch mal dran. Aber das ist alles. Was mir an den Verschlüssen besonders gut gefällt, Ja. ist einfach auch wieder die exakte Arbeit. Wenn man sich das jetzt anhört, wenn man zumacht, Klack. klack, und es wackelt nichts. Das heißt, du brauchst da nicht mit Filz noch bei. Nein, keine Bumsinchen oder sonst was. Das hält auf so ein Bruchteil von einem Millimeter, auf das es eingestellt So, wird. mach mir einen Gefallen. Wenn ihr sowas baut, dann sind wahrscheinlich die Fenster, habt ihr wahrscheinlich keine Fenster gefunden, die euren Qualitätsansprüchen genügt haben. Und dann habt ihr diese mal eben selber gebaut, oder? Ja, wir nehmen Dinge auf den Markt, wenn sie unseren Ansprüchen genügen. Es gibt aber im Bereich Fenster nichts, was gut genug wäre für uns. Die besten Fenster, die es gibt, haben leider keine GFK-Rahmen, sondern Plastikrahmen. Deshalb bauen wir unsere Fenster selber. Vorsicht. Ziehen. Boah, krass. Also nochmal Gasdruckfeder mit drin? Ja, also Gasdruckfeder mit drin, die man jederzeit stoppen kann. Ah, okay, an jeder Also Position. an jeder Position, genau. Das wird, Und diese Fenster gehen eben auch komplett auf. ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, das gibt es auch nur bei uns. Wärmebrücken ist ja das große Thema. Das heißt, also hier habt ihr den gleichen Werkstoff wie außen. Genau, gut, hier ist kein Schaum drin, aber Schon gut gemacht. Die Wärmeübergänge sind natürlich minimiert. Also viel Bootsbau. Also es ist alles so, wenn du hier so guckst, so Edelstahl überall an jeder Ja, Ecke. es ist natürlich alles aus Edelstahl. So, dann allein die Platte, Eiche. Das macht Sinn. Das ist Teak. Teak ist das. Ja, also Teak Furnier, Teak Fronten, aber der Kern ist kein Massivholz. So, und das heißt noch ein bisschen Leichtbau. Nein, es geht nicht so sehr um ein Leichtbau, sondern Massivholz verzieht sich irgendwann. Das hier bleibt, wie es ist. Genau. Das Teak, also ich habe schon mal gesehen, gebeizt, also sowas, das heller wird, habe ich schon mal gesehen, also beziehungsweise gebleicht, geblichen, weil das Teak hat die Farbe und die schöne Maserung, ich kenn das gar nicht so schön. Gut, man muss sich das Furnier natürlich auch suchen, das einem gefällt. So, auch das müsste man mal so stehen lassen. Dann die Spülabdeckung, auch ganz schick. Ja, man hat natürlich begrenzt Platz in der Küche. Dann hilft die Spülabdeckung, einfach um noch ein Schneidbrett oder zusätzlichen Arbeitsplatz zu haben. Genauso wie die Platte hier, die man rüber und hochklappen. Komplett hoch. Mach mal bitte einmal für mich. Sei so lieb. Ich feiere dieses Auto hier so sehr. Guckt mir das mal an. Jetzt hast du unten die Treppe dann noch hoch. Das heißt, hier unten kannst du sogar... Das ist doch mal eine Platte zum Arbeiten, oder? Zum Kochen. Genau, mit Aussicht. Aussicht auf, Aussicht und auf den nächsten. Sorgen von Schalen nach draußen. So, wenn ich jetzt heute einen bestelle, wie lange muss ich dann warten bei euch? Um die 3 Jahre. Geht ja noch. Ja, Du legst alle ein Jahr bauen, Fahrgestell muss noch besorgt werden. genau. Das hat alles einen Grund, oder? So, jetzt kommt hier Kommt unten... die Treppe rein, damit man nicht rausfällt. Das habe ich eben gemeint mit Absturzsicherung. Ja gut, wenn die Platte jetzt weg ist und ich davor gehe, dann habe ich natürlich meinen Abgrund sozusagen. Aber das Ding haben wir hingebaut, damit, wenn die Türe zu ist, wir halt hier geschlossene Fläche haben. Entschuldigung. Nichts passiert. So, jetzt machen wir es mal ein bisschen spannend. Was ist hier hinter der Schublade?
Das ist, Sieht aus wie Technik. denke ich mal, eine Waschmaschine. Oh ja, eine Oder WT1. Waschtrockner. Die war schwer zu kriegen in Deutschland, weil also WT1 Waschtrockner zu kriegen ist gar nicht so easy. Aber Ernsthaft? ernsthaft. Also es ist im Moment, die haben irgendwie, ich glaube, die erfüllen die Energienormen nicht mehr und deswegen kriegst du nur noch im Ausland. Okay. War irgendwie, aber ihr kriegt die natürlich, ist ja klar. Dann Schwerlastauszug hier drin. Das ist Ja, die Kaffeestation, Brotbackautomat, Toaster. Kann man rausziehen. kurz Kann man entriegeln. sich irgendwo entriegeln. So, hast du einen Schwerlastauszug, dass du hinten auch auffüllen kannst, das Wasser. Das ist ja auch wichtig. So, und die Perlbohne kommt natürlich aus Kenia. Hast du gesehen? Je nachdem, wo man hinreist. Ne? Also in Südamerika würde ich jetzt keinen kenianischen Kaffee trinken. Du warst auf der ganzen Welt, oder? Nein, ich wollte um die ganze Welt, bin dann aber in Afrika hängen geblieben. Es gibt Schlimmeres. Es gibt deutlich Schlimmeres, ja, kann man so sagen. Ich wollte in 3 Jahren um die Welt, dann hat es ein Jahr gedauert, bis ich in Afrika war. Und dann weitere 8 Jahre für die Reisen in Afrika. Boah, du bist ein echter Weltenbummler in Afrika. Ich bin Afrika-Bummler, ja. Afrika-Bummler. Schön. So, und das heißt, der Waschtrockner, gut, den hätte ich schon fast erwartet. Hier unten drunter, was ist da noch? Wo schon. Das ist gefriertruhig. Mal eben. Weiter Genau, unten. war eben. So, dann bitte mal die Tür schließen, Sandra, dass wir dann mal sehen. Da weiß ich leider nicht. Da weißt du nicht, wie es geht. Die muss noch irgendwo. So, du hast. Nee, hochziehen. Einfach hochziehen? Nee. Doch, oder? Nee? Thomas, hilf uns. Ich müsste es jetzt auch erst Hochziehen. Wiedersehen. So, und das ist eine Tür. Und auch da war der total simpel, der Mechanismus. Das heißt, der wird so verriegelt und bleibt so zu oder auf. Genau. Es kann so einfach sein, oder? Ja, geht ja nicht kaputt. So, die Stockbetten sind gedacht für lange Menschen. Das heißt, oder? Die können 1,80 Meter? Ja. Also wir haben auch schon kürzere Betten gebaut, wo man dann das Fußende sozusagen temporär mit dem Schrank zubaut, solange die Kinder klein sind. Aber das ist halt jetzt auch ein normal langes Bett. 1,80. Ja, die werden auch größer, wenn man sie gut ernährt. Ja, So, dann hast du hier vorne, da ist noch eine Leiste. Das heißt, hier können wir noch einen Vorhang reinmachen. Bisschen Privacy. genau. Okay. So, dann, was hast du gefunden, Sandra? Hier ist noch. Ist es okay, wenn die Sandra mal, Ja, darf sie das? So Ist das ein ein, Fahrzeug von einem Kunden? Ja, das oder? sind Kundenfahrzeuge. Ja. Ich dachte gerade, da sind nämlich Sachen drin. und Steckt. wenn du mir mal gerade den Geruch beschreibst, der gerade geöffnet wurde, es riecht total herrlich, oder? Total blumig. Blumig, da ist irgendwas Blumiges drin gewesen. So, und hier, was ist da? Was soll ich zuerst aufmachen? Boah, bitte mal links, weil das kann ich gut filmen. Das Licht geht im Auto hier an der Stelle? Sollte gehen. Schlafzimmer. Hier. Ach, das sind die Schalter, alles diskret, wie zu Hause. Guck mal, hier ist das Pulsweiten modelliert. Sogar das Bad riecht gut. Ich kann es ein bisschen sehen auf der Kamera. Siehst du auf der Kamera? Aber das sieht man mit dem bloßen Auge nicht. Was denn? Wir haben eine Pulsweitenmodulation auf den LEDs. Ja, Das ist gedimmt. gedimmt. Und ist aber weg, wenn es voll ist. Überall die gleichen Verschlüsse. Ja. Ah, echt schön. Es riecht so gut hier. Ah, ja. Das geht auch noch auf. Ja. Sehr schön. Wow. Also, wirklich Yacht, ne? Das ist Yacht. Das ist absolut. Also wie so eine kleine 15 Meter Yacht. Die kannst du hier so So eine kleine ungefähr Liga. vergleichen. Da drüben ist die Dusche. Hier haben wir die Dusche. Die Dusche mit, ja, mit einer Stehhöhe. Hier kann man dann auch mal Basketballer sein. Also ich denke mal so 2,30 Meter Stehhöhe. Nicht ganz, aber es reicht zum Haarewaschen. Sandra, stell dich mal kurz rein. Ich zeig mal gerade, wo der Ende ist. Nur sonst glaubt mir das keiner. Guck mal hier. 75. Die kommen mit der Hand nicht dran. Und das ist ein ordentlicher Ablauf. Das heißt, der läuft, egal wie, läuft immer ab, oder? Ja. So, und das heißt, das Wasservolumen, weißt du auswendig? Nee, weiß ich nicht auswendig, aber Minimum 600 Liter. Ich tippe eher auf 800 Liter, die wir hier haben. So, jetzt haben wir da vorne ein Klo gesehen. Das war wahrscheinlich eine Festtanktoilette hier, oder? Festtank mit Fäkaltank? Ja, klar. Also ein separater Schwarzwassertank, Grauwassertank für die Dusche. Ich komme aus dem Weißwarenbereich, weißt du. Festtank, ganz schlimm. Ganz schlimm. Du nennst das wie? Schwarzwasser. Nee, das Wasser nicht mehr schwarz, aber die
Gut, wenn man einen Tank verbaut hat, das ist ein Festtank, in den weißen Mobilen habt ihr die Kassettentoiletten. Oh je, ganz schlimm. Ganz schlimm. Tedford Automatic. Stinkt beim Befüllen. Hier riechst du gar nichts. Hier riecht es im Gegenteil schön. Hier vorne ist noch ein Auslass. Klimaanlage. Ganz wichtig zum Entfeuchten allein. Ja. So, und es kommt noch besser was. Oh je, jetzt gucken wir, ob ich das filmen kann. Großer Kleiderschrank. Warte mal, ganz kurz. Guck dir das mal an, Sandra. Guck dir mal die Tiefe an. Da kannst du den ganzen Arm reinstecken. Und was aber richtig cool ist, guck dir mal den Beschlag hier an, den innen. Ja. Ihr wollt es aber wissen, oder? Wir wissen's. Wir wollen es nicht wissen, wir wissen's. Ihr wollt es nicht anders bauen. Ihr könnt das gar nicht anders. Wir könnten anders, aber wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Diese Schließbleche sind überall für sämtliche Saufschlösser, so nennt man diese Schlösser, so verbaut. Und dadurch sind die so stabil. Selbst die Schlösser selber kaufen wir, die Schließzungen machen wir selber. So, du kannst die Möbel natürlich noch einstellen, das ist wie zu Hause. Ganz klar. So, dann hat die eine Luftfederung eigentlich? Nein. Nein, glatt, haben wir eben gesehen. Ja, braucht kein Mensch. Luftfederung braucht man dann, wenn man unterschiedliche Gewichte hat. Haben wir hier ja nicht. Also hier ist maximal plus minus 1 Tonne, die man Gewichts. Die Luftfederung wird das automatisch nivellieren dann, wenn Ja, aber brauchst du ja nicht. kein Mensch möchte Luftfederung im Busch reparieren wollen. Der Bike platzt oder Dann kriegt ist- einen Schnitt, Dann ist rum. dann ist rum. Dann ist rum. Die Plattfeder, die kann sogar ein Buschfeder reparieren. Kann man Ja. auch schweißen. So, dann, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das hier könnte das Das Masterbett. Das ist die eigene Kabine. die Eignerkabine sein und so ist es auch. Wir haben ein Queensbett, das ist ja mal was Schönes. Ein Längsbett, ja, damit man nicht übereinander krabbeln muss. So, an der Seite hast du noch Platz. Das ist, finde ich, immer sehr wichtig, dass du Ablagen hast an der Seite. Ja, und zwar jede Menge. Was sagst du? Kann ich heute Nacht hier schlafen? Du hast ein Hotel. Ja, aber da muss ich schlafe ja im noch Wohnmobil. hin. Du hast ein Hotel. Ich muss im Wohnmobil schlafen, siehst du mal. Und da bist du jetzt auf der rechten Seite. Also eure Fenster sind wirklich toll, muss ich ja mal sagen. Dankeschön. Hier Das die ist- Seiten sind auch noch mal überall Überall Fächer. Also massig Platz. Sandra, hier vorne, guck mal, die ganzen Wände mit Mikrofaser. Ja. Das ist so eine, was kann, wie ich das beschreiben soll. Das sieht aus wie Alcantara. echtes Alcantara. Echtes Alcantara. Ist halt wegen dem Schall sehr, sehr angenehm. Lässt sich auch super reinigen. Also das ist der Vorteil. Das heißt, der Alcantara kannst du gut reinigen. Du willst hier bleiben, sehe ich schon, oder? Ja. Mach die Tür zu. So, dann sag mal hier, der Boden ist echt, ist Teak, oder? Ja, ja, klar. Das ist ein Schiffsteakboden. Das ist also Teak- und Polymerfugen. Wie im Bootsbau. Boah, das ist total irre hier, was ihr gebaut habt. Das ist gut. Das ist ein Haus auf Rädern. Ja, so nennen wir das auch. Ein echtes Haus. Also da, Also das ist fast besser als ein Haus auf Rädern. Ja. sag mal, wenn du damit unterwegs bist, du bist ja selten in Deutschland hier mit sowas. Also das bist ja meistens in Ländern. Was sind schöne Länder, wo die Leute gerne hinfahren? Ganz ehrlich, ich habe bisher noch kein Land bereist, das mir nicht gefallen hätte. Also es gibt immer was Schönes. Man muss sich ja Zeit lassen, Leute kennenlernen und dann hat jedes Land seinen Reiz. So, hier ist ja jetzt ein bisschen die Speerspitze von der Länge und wahrscheinlich auch vom Preis. Gut, ihr verkauft ja keine Einbauküchen nach Meter. Das ist ja ganz individuell vom Preis. Was für ein Basisfahrzeug, was ist da drin? Klar, man muss das Gesamtpaket schnüren, also die Längen von Aufbau und Fahrgestellen müssen aufeinander abgestimmt sein und so weiter und so fort. Aber für eine Familie mit 3 festen Betten braucht es eine gewisse Länge. Also da geht unter 7 Meter meiner Meinung nach gar nichts. Und für 7 Meter braucht es jetzt 6x6 und eine Doppelkabine und dann enden wir auf jeden Fall über 10 Meter. Und dann ist egal. Es ist nicht egal, letztlich zählt jeder Meter. Aber wenn man ein Längsbett will, wenn man 3 Stockbetten will, wenn man eine große Sitzgruppe will, dann addiert sich das. Ist hier eine Share drin, eine Heizung? Eine Wehr? Ich nehme es zurück. Was ist denn drin? Eine Warmwasserheizung. Eine Warmwasserheizung. Ja, natürlich. Okay, aber Macht keinen Lärm. du weißt nicht, von wem die ist, der Hersteller? Der Hersteller ist vermutlich. Nee, weiß ich nicht. Okay, vielleicht doch eine Share. Mal gucken. Nee, Keine Share, keine Share. Nee, er hat nämlich eben, die Augenbrauen hat er gerunzelt. Als ich Share gesagt habe, dann passt das.
Gott. Aber gut, das lassen wir mal offen. Aber was ich mal zeigen will, ist der Heizkörper, der hier drunten ist. Ja. Das sieht aus wie ein Haushaltsheizkörper, aber wahrscheinlich doch nicht. Ist ein Haushaltsheizkörper. Ist er? Ja, dreireihiger. Also 1, 2, 3 Reihen. Der Tisch ist der mechanisch, elektrisch? Der ist elektrisch. Elektrisch? Kann man drehen. Das sieht aus wie so ein OP-Tisch vom Arzt oder so. Ja, die verwenden auch sowas. Der Gedanke dahinter ist ja, dass man hier nochmal ein Bett bauen kann. Also man kann den Tisch absenken, bis er hier aufsitzt und dann aus der Sitzgruppe nochmal ein Bett basteln. Wow. Also ein richtig tolles Fahrzeug. Was besonders schön ist, sind die Lampen, die ihr eingebaut habt. Denn die fallen erstmal gar nicht auf, wenn du es nicht siehst. Die haben nämlich so Halterungen an der Seite dran und haben einen Schwanenhals mit dabei. Die Mac-Light hat ihren festen Platz. Auch ganz wichtig, brauchst du mal Licht außen ab und zu. Ja, Taschenlampe braucht man. Im Busch wichtig. So, und ja, der Fernseher von ViewSonic. Ja, doch mal Weißware. Aber der Vorteil funktioniert auch. Ist vermutlich Kundenwunsch. Also eine kleine Bose Soundbox dabei. Und eine U-Sitzgruppe, eine Rundsitzgruppe. Das ist einfach gemütlicher als jetzt zwei Sitzbänke. Ihr habt kein Dachfenster drin, ist mir aufgefallen. Oder ist hinten eins? Nein, wir haben Kunden, die Dachfenster wollen. Wobei Dachfenster nehmen halt viel Dachfläche ein und dann entfällt wieder Solarpower. Ist das Reinigen einfach, wenn ihr so viel Solar drauf, kommt man da noch durch? Oder kommt man überhaupt aufs Dach noch drauf? Ja, klar kommt man doch aufs Dach. Wobei die Solarfelder reinigen, das macht keinen Sinn. Wenn man nur im Staub steht, ja. Aber ansonsten bei normalem Regen macht das nichts. Da ist so viel Solar drauf, die werden eh nicht leer, oder? Sag mal, man kann so viel einbunkern tagsüber, dass du abends die Klimaanlage betreiben kannst? Ja, bei 2 Kilowatt Solarzellenfläche sind es am Tag mindestens 10 Kilowattstunden. Das langt dann für die Nacht. Okay. Außerdem, ich sag mal, das ist ja ordentlich gedämmt hier, das Fahrzeug, und dann läuft ja nicht dauernd. In der Nacht, man klimatisiert ja nicht das komplette Fahrzeug, sondern halt die Schlafbereiche. Cool. Ich bin beeindruckt. Sag mal nochmal, du bist in Simbabwe. Ja, Simbabwe, Harare. Wo liegt das nochmal ungefähr? Das liegt nördlich von Südafrika, südlich von Sambia. Was hat dich dahin? Westlich von Mosambik und östlich von Botswana. Was hat dich dahin verschlagen? War es Zufall? Ich wollte ja nie nach Simbabwe. Ich habe aber dann nach über 2 Jahren Reisen in Afrika meine heutige Frau in Malawi getroffen. Und sie kommt aus Simbabwe. Ah, die Liebe. Die Liebe hat mich nach Afrika verschlagen. Wie so oft. Und Wo die Liebe hinfällt, ne? Krass, und das heißt, du bist ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr drüben? Ich bin den Sommer über hier. Also früher war es so, dass ich 3 Monate dort war und 9 Monate hier, also nach der Reise. Inzwischen ist es umgekehrt. Also immer dann, wenn es zu kalt ist, immer dann, wenn es Zeit ist, Socken anzuziehen, ist es Zeit für die andere Halbkugel. Sag mal, du machst so einen unglaublich entspannten Eindruck. Ist das nur gespielt oder bist du ganz relaxed? Kann man nicht spielen. Du bist so. Ist man oder ist man nicht. Ist das da unten jetzt in Afrika, ist das so lebensverlängernd? Man kann sich stressen, dann ist es lebensverkürzend, oder man kann es cool nehmen und es ist lebensverlängernd, weil das Klima passt und weil die Leute tatsächlich auch, sagen wir, der afrikanische Lebensstil mir sehr entgegenkommt. Wie ist der ungefähr zusammen? Kurze Antwort. Sehr entspannt. Das merkst du, oder? Ja, ich glaube, da gibt es ja auch gar keine Termine, oder? Man kommt, wenn man kommt, ne? So. Ja, man darf sich halt nicht stressen lassen. Also wenn man einen Termin ausmacht, heißt das nicht unbedingt, dass er wahrgenommen wird. Und wenn man sich dann aufregt, ist es lebensverkürzend. Muss man halt akzeptieren, wie es ist. Und ist die große Stadt, wo du wohnst? Die Stadt ist groß, aber mein Garten auch. Okay. Wie groß ist er? Knapp 5000 Quadratmeter. Mit altem Baumbestand. Habt ihr auch Tiere? Ich habe Hunde, jede Menge. Wie viele? 4. 4 Hunde welche? Einen Rottweiler, einen deutschen Schäferhund, einen Jack Russell und er glaubt, er ist ein Jack Russell. Ach, so ein kleiner? So ein kleiner, ja, den haben wir gekauft als Jack Russell. Und dann sind die Beine gewachsen. Und er glaubt immer noch, er wäre Jack Russell, aber das kenne ich so. Ich hab 3 Windspiele und die größte denkt, sie wäre die kleinste. Kennst du das? Ja, großes Herz hat auf jeden Fall.
Oh, wie goldig. Und dann, wie ist das da von der Zeit her? Ist da Sonnenaufgang, Untergang, ist das strikter wie hier? Das ist klar, je näher man am Äquator ist, desto eher nähert sich das den 12 Stunden an. Also dort schaue ich schon mit Neid auf die Tageslichtdauer hier, weil dort ist tatsächlich zwischen 5 und 6 oder zwischen 5 und 7 der Tag rum. Während man hier bis 22 Uhr draußen Licht hat. ja, dafür haben wir allerdings im Winter starke Depressionen. Ja genau. Also, Den Nachteil, ja. ja, da schaue ich dann nicht. Ich war nämlich mal, wo war ich ach mein Gott, unten da ich werde alt, nicht in Thailand, sondern ja, ist egal, auf jeden Fall war um Punkt 6, da war glaube ich eine halbe Stunde Differenz zwischen Sommer und Winter. Ja. Und da war halt, und was das Geile ist, da ist 6 Uhr, und dann guckst du auf die Uhr und 10 Minuten später ist dunkel, aber so richtig dunkel. Ja. Ist das da auch bei dir, oder? Ja, man kann der Sonne zusehen, wie sie runterplumpst. Dann wird ganz dunkel. Ja, nicht ganz dunkel, aber schon deutlich dunkler. Fahren die da mit Licht? Teilweise. Also, ja gut, in der Nacht, ganz ehrlich, man fährt nicht in der Nacht. Warum nicht? Nicht in Afrika, weil es zu gefährlich ist. Kühe haben keine Beleuchtung, Ziegen haben keine Beleuchtung, die Schlaglöcher sieht man nicht. Also, Was machst du denn nachts? Da bist du zu Hause? Ja, zu Hause oder bei Freunden oder... Fährt da ein Taxi dann nachts? Oder? Nein, ja gut, ich meine, die Straßen, die man kennt, kann man schon fahren, aber jetzt Überlandfahrten sind nachts nicht drin. Fällst du da auf als? Ja gut, du Da falle ich auf, also natürlich. Aber immer, das ist immer positive Response, die ich kriege. Also wie lange siehst du schon so aus, wie du jetzt aussiehst? ich bin 2006 losgefahren. Und dann habe ich gesagt, so jetzt höre ich auf, mir die Haare schneiden zu lassen und lass mir den Bart stehen. Und du musst die ab und zu mal kürzen oder hast du Spliss oder so ab und zu? nee, das ist kein Spliss. Also am Anfang gab es Spliss, aber das hat sich gegeben. Die fallen jetzt aus, wie sie nachwachsen. Das bleibt die Mähne im Moment, wie sie ist. Irgendwann wird es vermutlich weniger, aber ist auch gut. Das ist ein Er Traum. hat besseren Haarwuchs als ich. Meine können nicht so lang werden. Da habe ich nämlich nur noch Ja, und als ich schon 3-mal. Ich habe gar keine Haare mehr. So, ich bin durch, aber wir werden euch noch filmen. Ihr seid eine coole Firma. Der Sitz der Firma ist wo? In Dettenheim, in der Nähe von Karlsruhe. Ja, von Karlsruhe. Ja, ich nenne das immer am Ende der Welt. Ist das Schwäbisch? Nein, Badensisch? Das darf man gar nicht sagen. Badensisch, das geht gleich gar nicht. Das ist Baden. Nein, das ist Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Also weder Schwaben noch Baden. Nein, nicht Schwaben, nein, um Gottes Willen. Die Leute reagieren da sehr empfindlich. Cool. Ja. So, habe ich noch Fragen? Also 3 Jahre Wartezeit, wissen wir soweit. Bisschen Geld muss ich auch noch mitbringen. Hast du ungefähr einen Preis hier von dem, wie hier steht? 2 Millionen? Nein, da liegt jetzt an die 2 Millionen kommen wir nicht dran. Gefühlsmäßig würde ich sagen, es hängt natürlich von der Ausstattung ab. Hier ist das Fahrgestell sehr gut ausgestattet, eben mit Hinterachslenkung und so weiter und so fort. Ich tippe auf etwa 1,5, 1,6 Millionen. Brutto, inklusive Steuer. Ja. So, 1,5, 1,6 ungefähr, plus minus. Aber ihr habt ja auch günstigere Fahrzeuge. Kriege ich denn was für 500.000 Euro bei euch oder wird es eng? Da wird es eng. Das hängt dann natürlich vom Fahrgestell ab. Aber sagen wir, das Fahrgestell für kleinere Fahrzeuge liegt auch bereits bei guten 100.000, 100 bis 120.000 fürs nackte Fahrgestell. Was ist klein bei euch? Was für ein Fahrgestell ist klein? Wir machen nichts unter 18 Tonnen. Okay. Also es gibt Spezialanfertigungen, die wir gemacht haben für existierende Kunden, leichte Fahrzeuge, aber das ist nicht unsere Stärke. Unsere Stärke sind wirklich große Geländefahrzeuge. Stabil und fürs Leben gebaut. So, fürs Leben gebaut, die in vielleicht 20, 30, 40 Jahren auch noch fahren. Wie fällt man mit einem neuen MAN in Afrika auf? Weil da fahren ja viele Ältere rum und der ist ja jetzt sehr neu. Ist das ein Problem? Überhaupt kein Problem. Also meine Erfahrung ist, dass in Afrika ein LKW schlichtweg als LKW wahrgenommen wird und in dem Sinn keinen Wert darstellt. Also wenn ich jetzt einen LKW habe und einen Toyota daneben, dann ist der Toyota das Objekt der Begierde und nicht der LKW. Ich habe einen Hilux, also muss ich aufpassen. Aufpassen mit dem Hilux.
Höher gelegt. Gut, okay. Ich bin durch. Komm, wir zeigen noch einmal, wie es zurückgebaut wird. Da hast du hier die ganz tolle Thomas. Du heißt wirklich Thomas, oder? Weil die alle hier Thomas heißen. Ich heiße wirklich Thomas. Nicht, dass ihr dann. Das ist in China oft so, da kannst du den Namen aussuchen. Die Chinesen, die nennen sich dann Sly oder so, weil sie. Nee, ich vermute mal, dass es an der Generation liegt. Also, ich bin Baujahr 61, Thomas ein bisschen älter. Und es war halt einfach eine Zeit, in der die Thomasse in Mode waren. Ihr habt 3 Thomas, oder? Nein, wir haben 2 Thomasse. Glaubt mir, 2 Thomasse reichen. Reichen. So, dann gehen wir nochmal runter. 1, 2, 3, 4, 5 Stufen ins Glück. Auf einem Weltreisemobil von Unicat aus Baden-Württemberg. So viel habe ich gelernt. Nicht aus Baden, nicht aus Schwaben, Nein. aus Baden-Württemberg. Und das Ganze heute am 8. Juni 2023. Wie ist die Resonanz? Weil die Messe ist ja sehr stark ausgebucht. Ja, wir waren heute voll. Also, wir haben den ganzen Tag Autos hergezeigt. Freuen uns auch über jeden Besuch, ganz klar. Und er wollte eben nicht drehen. Und ich glaube, es ist ein echter Gewinn für uns, ja, dass er dabei war. Denn jemand, der aus Zimbabwe kommt, so aussieht und auch noch genannt wird Christmas, wie war das? Father Christmas. Father Christmas. Ja. Das ist, finde ich, sensationell. Das ist zum Teil ja auch ganz toll. Also wenn dann so schwarze Kinder dastehen und alle winken, ganz schön. Und dann, wenn ich dann zurückwinke, dann ist die Freude groß. Und Ist das da heiß in Zimbabwe eigentlich? nee, das ist innerhalb des Tropengürtels, liegt aber auf, Harare liegt auf etwa 1500 Meter. Von daher ist es relativ kühl oder eben nicht so heiß und vor allem nicht feucht. Achso, das ist so trockene Nee, das Hitze. ist im Tropengürtel, also normalerweise soll es da Ist da grün in Harare? Ja, ja, klar. Also in der Regenzeit ist es sehr schön und grün, aber es gibt dann halt auch die Trockenzeit, die startet jetzt oder vor 1-2 Monaten und geht bis November. Dann stirbt das Gras und alles wird braun. Und dann kommt es auch wieder. Nach dem ersten Regenfall ist alles wieder grün. Stark. Okay, dann habe ich keine Fragen mehr. Ich bedanke mich vielmals. Wenn ich Interesse habe, einfach mal ein bisschen googeln, Unicat. Kann man sich Fahrzeuge bei euch anschauen oder sind die Messen schon ganz gut? Klar, Interessenten können natürlich kommen und sich die Produktion ansehen. Aber das bitte nur auf Voranmeldung, weil wir in erster Linie Produktivbetrieb sind. Aber ihr habt jetzt keinen Showroom mit 7 Fahrzeugen drin. Nein, um Gottes Willen, jedes Fahrzeug ist ein individuelles Projekt. Das ist ein Unikat. Ist jedes Fahrzeug ein Unikat, genau. So, und da kommt halt der Name her wahrscheinlich. Vielleicht. Ja, das ist nicht von Hand zu weisen. So, dann bleibt man da stehen. Ich mache ein Abschlussfoto zwischen euch beiden, denn ich bin so beeindruckt wie bei keinem zweiten. Und Kollege stellt noch kurz die Tasche rein. Und ich muss einmal die gerade stellen. Vielen, vielen Dank vom Stand von Unicat. Danke fürs Einschalten. Tschüss.